Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für ein Hähnchen-Mango-Curry. Dafür als erstes 2 Mangos entkernen und das Fruchtfleisch in Würfel schneiden. Wie das geht, zeige ich euch jetzt mal etwas ausführlicher. Mit einem Messer einmal links und einmal rechts ganz nah am Kern der Mango entlang schneiden. Das Mittelstück sollte dann nahezu nur noch aus dem Kern der Mango bestehen. Jetzt kann man lediglich noch die beiden Seitenstücke abschneiden. Dann das Fruchtfleisch abschälen und anschließend mit den beiden Hälften weitermachen. Dafür als erstes mit einem Messer 3 bis 4 Mal längs bis zur Schale einschneiden. Dann noch 3 bis 4 Mal quer zu einer Art Gitter einschneiden. Und zum Schluss die Hälften nochmals halbieren und die Mangowürfel einfach von der Schale schneiden. Wenn das erledigt ist, die eine Hälfte der Mangowürfel zur Seite stellen und die andere Hälfte in ein hohes Gefäß geben, eine Dose Kokosmilch dazu gießen und alles mit einem Pürierstab für ca. 1 Minute zu einer cremigen Kokos-Mango-Soße pürieren. Als nächstes 4 Hähnchen Brustfilets in mundgerechte Stücke schneiden und zum Schluss noch eine große Zwiebel abziehen und in feine Streifen schneiden, außerdem 2 Knoblauchzehen abziehen und fein hacken und ein kleines Stück Ingwer schälen und ebenfalls fein hacken. Jetzt eine große Pfanne mit einem Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer in die Pfanne geben und 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden glasig anschwitzen. Wenn das erledigt ist, kommen die Gewürze dazu: 1 Teelöffel gemahlener Koriander und 1 Esslöffel Currypulver. Die Gewürze kurz unterrühren und circa 1 Minute mit anbraten. Danach eventuell nochmal etwas Öl in die Pfanne geben. Außerdem das gewürfelte Hähnchenfleisch dazugeben und das Fleisch jetzt gleichmäßig in der Pfanne verteilen und dann für weitere 3 bis 4 Minuten anbraten und gelegentlich wenden. Sobald das Fleisch rundherum angebraten wurde, kommt die Kokos-Mango-Soße dazu. Außerdem die restlichen Mangowürfel. Alles einmal gut umrühren, zum Kochen bringen und dann bei niedriger Hitze für ca. 10 Minuten sanft köcheln lassen, bis das Hähnchen gar ist. Gelegentlich mal umrühren und zum Schluss mit einer guten Prise Salz, Pfeffer und etwas Chilipulver abschmecken. Ein letztes Mal gut umrühren und dann sind wir auch schon fertig. Das Curry jetzt auf tiefen Tellern verteilen, dazu am besten Reis oder aber Nahenbrot reichen und mit fein gehacktem Koriander garniert servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.